Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wollen wir nochmal auf das Thema Wingbits eingehen, beziehungsweise was braucht ihr für Hardware für Wingbits, wie funktioniert es mit der Installation, was ist das überhaupt, was ist dieses ADSB und so weiter und so fort. Ja, wir haben einige Fragen von euch gestellt bekommen und halt eben versuchen jetzt auf das meiste drauf einzugehen. Ja, das Projekt, um was es geht, ist wingbits.com. Das bedeutet, hier geht es darum, dass ihr dafür Rewards bekommt, in denen ihr den Flugverkehr monitort, beobachtet durch einen kleinen USB-Stick, ja, beziehungsweise die Flugzeuge senden Daten und ihr bekommt halt eben eine Belohnung. Aktuell ist es so, das ganze Projekt befindet sich noch im Beta-Status. Das bedeutet, es gibt hier keine Belohnung. Keiner weiß so wirklich, was es für Belohnungen gibt. Also das ist mehr oder minder aktuell noch offen. Das heißt, um es nochmal klar und deutlich auszudrücken, aktuell verdient ihr mit dem Projekt nichts. Ja, das ist ja immer wieder die Frage. Von daher, wir wissen auch nicht zu 100%, ob es da Rewards geben wird. Wir finden auf jeden Fall das Projekt interessant. Deswegen haben wir uns entschieden, da mitzumachen. Ja, die nächste Frage, die kam, was hat Wingbits jetzt mit Kryptos zu tun? Ganz einfache Antwort darauf. Wingbits ist ähnlich wie Dimu oder Geodenet. Das heißt, ist ein DePIN und hier ist es so, dass die ganzen Rewards in der Regel mit Token, also Kryptowährung, erfolgt. Und das wird bei Wingbits auch so sein, wenn das System an den Start gehen sollte. Ja, Wingbits, Monitoring von Flugzeugdaten sozusagen, das ist ADSB. Wir gucken uns mal die genaue Erklärung an, was ADSB eigentlich ist, das heißt, womit ihr es letztendlich zu tun habt. Ja, ADSB steht für Automatic Defense Surveillance Broadcast und ist ein System der Flugsicherung. Es dient der Anzeige der Flugbewegung im Luftraum. Der Standard ist verhältnismäßig jung, existiert erst seit 2005. In den USA ist seit 2020 verpflichtend, für alle Teilnehmer einzusetzen. Und in Europa gilt das ADSB-Pflicht seit 7. Dezember 2020 für große Luftfahrzeuge ab 5,7 Tonnen Abfluggewicht und Anreisegeschwindigkeit von mehr als 250 Knoten. Das heißt, große Flugzeuge, die eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, müssen definitiv im ADSB-Bereich mitmachen. Das bedeutet, die werdet ihr auch sehen, die seht auch ihr dann mit der Hardware. Ja, ist auf jeden Fall auch eine relativ interessante Geschichte für alle Luftfahrtenthusiasten. Das heißt, ihr kennt wahrscheinlich Flightradar 24 und ihr habt dann quasi eure eigene Station, die von euch selbst betrieben wird. Na, von daher, ich finde es halt eben technisch eine coole Sache. Ja, was braucht ihr dafür, um mitmachen zu können? Also es gibt zwei Hardware-Komponenten, die auf jeden Fall wichtig sind. Zum einen braucht ihr einen ADSB-USB-Empfänger. Wir haben jetzt den von Airnev gekauft gehabt, habt ihr bestimmt in unserem Short-Video schon gesehen, dieser kleine grüne. Da wird auch verhältnismäßig warm, sage ich jetzt mal, aber funktioniert einwandfrei. Das heißt, ihr braucht definitiv diesen ADSB-USB-Empfänger. Und wie es üblich ist, braucht ihr natürlich noch eine Antenne dazu. Da das Projekt in der Beta-Phase ist und niemand so wirklich weiß, ob das Projekt durchstartet, wie es durchstartet und was man damit verdienen kann, haben wir uns nur erstmal diese kleine Radarbox 1090 Indoor-Antenne gekauft. Das gibt es natürlich auch für draußen, also Outdoor-Antennen. Die sehen dann ähnlich aus oder sehen aus wie Helium-Antennen. Ist im Grundprinzip genau das gleiche. Aber für den Start haben wir uns erstmal für die günstigen Komponenten entschieden. Also quasi den Airnav Radarbox Flightstick und auch gleichzeitig mit der Antenne. Das heißt, ihr seht von den Preisen aktuell 40 Euro der Stick plus nochmal 30 Euro die Antenne, seid ihr mit 69, 70 Euro ungefähr dabei an Investitionskosten, um halt eben am Wingbits-Netzwerk mitzumachen. Und wie ich es schon gesagt habe, Wingbits sammelt diese Daten, ihr bekommt dafür eine Belohnung. Und das ist quasi das Grundprinzip, was Wingbits letztendlich darstellt. Ja, damit ihr mitmachen könnt, also falls Interesse daran besteht, ich zeige euch ganz grob bzw. kurz, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, ihr geht hier auf Login, erstellt euch einen Account, E-Mail-Adresse, Passwort. Das war es eigentlich schon. Dann sieht die Seite bei euch so aus. Also hier ist es aktuell so, ihr seht hier, ihr macht hier Register Antenna, das heißt, ihr registriert eine neue Antenne. Dann bekommt ihr hier einen Animal-Name zugewiesen. Also wie ihr es kennt aus anderen Netzwerken, wie hier zum Beispiel euer Three-Word-Name sozusagen. Und den behaltet ihr auch die ganze Zeit für eure Antenne. Ihr seht auch dementsprechend das Hexagon, wo meine Antenne drin ist. Und die Location habe ich mal geblurrt hier aktuell, weil hier steht die Location in Koordinaten drin. Ihr bräuchtet nur danach zu googeln, würdet auf Punkt genau wissen, wo ich aktuell sitze. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ja.
Ja, und die Konfiguration ist im Normalfall relativ einfach. Ich sag's mal so. Hier unten seht ihr quasi die Installation. Das heißt, auf allen Raspberry Pis oder auf Linux-basierten Systemen müsst ihr einfach nur diese Zeile eingeben. Also ihr schaltet euch auf das Gerät, gebt diese Zeile ein, drückt Enter, könnt ihr rauskopieren. Und dann müsst ihr nur noch euren Namen angeben. Das ist quasi euer Animal Name. Und dann installiert das Ganze auf eurem System sozusagen. Ja, also ich habe das ja bei mir. Ich zeige euch gleich mal den Docker dazu. Ich habe das hier auf meinem Crank-Hotspot gemacht. Das heißt, es ist eigentlich ein Helium-Hotspot mit einer Crank-Software drauf. Und da habe ich einfach nur diese Zeile reinkopiert sozusagen. Danach werdet ihr danach werdet ihr nach eurem Animal Name gefragt, das ist der hier, den gebt ihr ein. Dann geht die Installation los. Dauert, also hat hier in dem Fall 15 Minuten gedauert. Falls ihr denkt, es hat sich aufgehangen, weil es ein bisschen länger dauert, nein, lasst es einfach nur laufen. Nach der Installation müsst ihr das Gerät einmal durchbooten, also wird auch angezeigt, einmal booten, dann ist das erledigt. Danach setzt ihr noch die Lokation. Das heißt, ihr habt ja die Möglichkeit, eine Lokation zu setzen. Das sind jetzt mal so ein paar Koordinaten aus unserer Region, um das mal zu demonstrieren. Das heißt, sudo readsb set location, dann gebt eure Location ein. Die findet ihr hier oben, nachdem ihr eure Lokation gefunden habt. Ihr nehmt einfach nur das Komma raus, drückt dann quasi Enter und dann wird halt eben die Lokation bei euch gesetzt. Ne? Danach könnt ihr gucken, ob das funktioniert. Geht auf sudo docker ps. Das heißt, habe ich mich jetzt hier verschrieben, ja klar. Sudo docker ps. Das sind die Docker Permission sozusagen. Hier seht ihr aktuell, welche Docker bzw. Container drauf laufen. Seht ihr hier Crankstar läuft, also Crank. Dann haben wir hier ThingSix noch am Laufen aktuell, beziehungsweise läuft seit 3 Monaten schon drauf. Dann haben wir hier quasi den Watchtower. Das ist sozusagen der Dienst für jetzt. Ja, das bedeutet, läuft aktuell. Und dann haben wir eben noch Chirpstack. Also das hat quasi Crank sozusagen mitgebracht. Das heißt, hier seht ihr quasi alles das, was halt eben für euch wichtig ist. Ne? Und von daher läuft, würde ich mal behaupten. Ne? Ja, es ist, wie gesagt, nicht extrem schwierig, das Ganze einzurichten. Ihr müsst nur, wie ich schon gesagt habe, diese URL reinpasten, dann geht die Installation quasi los und dann ist das ganze System auch mehr oder minder fertig. Ja, das heißt, das funktioniert ohne Probleme. Ne, von daher, ja, kann ich mich jetzt bis jetzt auf jeden Fall definitiv nicht beklagen, was das Thema angeht. Ja, das Coole an der ganzen Geschichte ist, das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar, ihr erstellt dadurch auch eine Web-Oberfläche, die mit dem Thema zu tun hat, wo ihr quasi die Flüge seht. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das bedeutet, wenn ihr euren Stick, wenn alles richtig eingerichtet ist, sieht das Ganze bei euch so aus. Das heißt, ihr geht dann quasi über euren Raspberry oder je nachdem, was ihr nutzt, über die lokale Einstellung und dann über tar 1090 geht ihr sozusagen auf die Oberfläche drauf. Das sieht so aus. Ihr seht hier, das ist der Bereich, den wir quasi also beziehungsweise wo wir Signale bekommen. Ihr seht hier oben, das sind die Messages, die wir pro Sekunde empfangen. Wir sehen hier die Position. Das heißt, wir haben aktuell 83 Flugzeuge bei uns auf dem Schirm, wovon 74 wir eine Position zu haben. Und ähnlich wie bei Flightradar könnt ihr auch draufklicken auf die Flugzeuge, beziehungsweise auch hier direkt drauf. Wir haben jetzt den hier. Ihr seht dann quasi die Richtung. Ihr seht auch letztendlich, was es ist, woher das kommt. Also wir haben quasi in Deutschland registriertes Flugzeug. Das ist ein Airbus A380, 800. Ihr seht dann nochmal die Beschreibung. Ihr seht quasi die Geschwindigkeiten. Ihr seht alles möglich, auch was Wind übertragen wird, die Grundgeschwindigkeit, die Höhe und so weiter und so fort. Das könnt ihr quasi alles sehen. Das stellt alles euer Stick, den ihr quasi installiert habt, zur Verfügung. Ja, das heißt,
das ist halt eben das, wofür ihr die Belohnung bekommt. Die Daten werden ans Wingbits-Netzwerk gespielt. Das heißt, wenn ihr aufs Dashboard geht, seht ihr dann letztendlich auch die Punkte, die ihr dafür bekommt. Ja, seht ihr, hier ist nochmal unser Animal Name. Ihr seht, wir haben hier knapp 3,9 Millionen Punkte die letzten 2 Tage sozusagen kassiert. Und ja, das ist im Grundprinzip alles. Später wird es halt eben so sein, dass ihr hier für eure Punkte halt die vermutlich in Token umtauschen könnt. Aktuell ist es ja noch nicht. Aber wie ich es ja schon gesagt habe, die Installation ist auch relativ einfach gewesen. Und das Projekt ist interessant, aber ist halt eben Beta-Phase. Keiner weiß, ob es klappt oder nicht. Aber was wir halt eben cool finden, dass wir halt eben hier auch dementsprechend unser eigenes Local Dashboard sozusagen haben. Ich gucke mal, ob ich euch mal die, genau, ich kopiere euch mal den Link raus aus dem Browser. Und da seht ihr hier quasi Raspberry Pi. Somit gibt sich quasi dieser Hotspot bei uns zu erkennen. .local und dann gebt ihr ein /tar1090 und dann wird euch das, jetzt haben wir gerade das Flugzeug hier, deswegen ist hier noch was dran und mit diesem String beziehungsweise mit dieser URL ruft ihr quasi das auf. Wenn ihr das aufruft und es wird euch nichts angezeigt, funktioniert der Dienst auch nicht und dann wird euch die Antenne oder beziehungsweise eure Antenne auch als offline angezeigt. Aber ja, es ist, wie ich es ja schon gesagt habe, alles mehr oder minder so ein bisschen experimentell. Und vielleicht wird es was, vielleicht auch nicht. Ja, ich packe nochmal ganz kurz zusammen. Wingbits.com ist das Projekt. Darum geht es. Ihr werdet dafür belohnt, Flugzeugdaten zu tracken bzw. Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Das Ganze kostet aktuell so um die 70 €, wenn ihr die Geräte kauft. Es gibt natürlich auch noch Alternativgeräte. Zum Schluss habt ihr selber noch so ein cooles Flugzeug-Dashboard bei euch mit Echtzeitdaten, die ihr über eure Antenne empfangt. Das heißt, selbst wenn ihr zum Beispiel die Antenne abschraubt, dann kriegt ihr keine Signale mehr, dann ist es ja alles weg. Also das funktioniert wirklich. Ja, aber wie ich es ja schon öfters im Video gesagt habe, es ist in Beta-Phase. Es gibt aktuell keine Rewards dafür und wir wissen auch nicht, wie viele Rewards es später dafür geben wird. Wer Bock hat, kann gerne mit einsteigen. Für alle anderen, die sagen, ach, das ist Müll, das bringt nichts, habt recht, dann lasst es halt eben sein. Also es würde niemand gezwungen mit teilzunehmen. Wir probieren es aus. Vielleicht gibt es Rewards dafür. Und wenn es nur €1 am Tag ist oder irgendwas, dann hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ja, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.